Hallo, hier kommt Valerie, euer Bastelwal. Ich will unbedingt eine gewölbte Klarsicht von meiner Schüttelkarte haben. Und so habe ich ein bisschen rumexperimentiert mit dieser PET-Folie. Und wie man sieht, habe ich großen Erfolg gehabt. Zuerst habe ich meine Form 20 Mal aus Papier geschnitten, 300 Gramm Papier, und dann auch noch 4 mm entfernt mein Herz noch einmal ausgeschnitten, so dass ich einen Stapel von die Fensterstücke bilden kann, 20 Mal, und auch einen Stapel von Herzchen. Die Herzen habe ich allerdings nicht alle zusammengeklebt, so dass das Herz 16 Mal Papier hat, das Loch 20 Mal. So ist das Loch tiefer, als das Herz dick ist. Ich habe schon gehabt, dass das Herz genauso dick ist, wie das Loch tief ist. Und dann wird meine PET-Folie auf den Boden gedrückt und da kommt unschöne Verunreinigungen. Die Folie kann man von irgendeiner Verpackung entnehmen, oder wenn man viel braucht, dann es gibt zu kaufen 0,4 mm dicke Folie. PET-Folie ist, was man braucht hier, und es heißt entweder Windradfolie oder mobile Folie. Und ein Stück braucht man 1 cm Größe in alle Richtungen aus der Form. Dann klebt man die Folie übers Loch und obendrauf kommt der Form. Und das muss man festmachen, sonst wird die Folie mit hineingezogen ins Loch und dann bilden sich unschöne Falten. Auch muss der Form sehr glatt sein. Papier ist ideal. Die Ecken mache ich hier fest mit Klebefilm und auch der Form wird drauf festgemacht, und dann geht's ab in den Ofen. Jetzt bauen wir einen anderen Stapel auf, eine schön plane Unterlage. Ich habe hier ein Backblech aus Stahl. Darauf kommt unsere Konstruktion. Dann noch was obendrauf. Ich habe noch ein Backblech, aber es könnte auch was Kleineres sein. Es muss nur die ganze Fläche von dem PET abdecken. Dann obendrauf ein Gewicht, hier ein Stein. Mit 90 Grad fängt PET an, ein bisschen zu biegen. Mit 120 Grad ist das Ergebnis milchig weiß, also das will man nicht. Ich habe zwischen 100 und 110 Celsius gewählt. Das hat gut funktioniert. Also 10 Minuten im Ofen und dann ist fertig. Der PET-Schicht habe ich dann zwischen 2 ausgeschnittene Herzen geklebt, hier mit so 300 Gramm Karton. Das macht es einfacher, ein Hintergrundstück drauf zu kleben, nachdem natürlich man ein Füllmaterial, ein Schüttelmaterial eingefüllt hat, und nach dem Ganzen dann auf einer Faltkarte kleben. Für die zweite Karte habe ich einen Hintergrund auf der Faltkarte gemalt. Man kann es auch mit Washi-Tape machen oder ein Stempel, irgendetwas direkt auf der Faltkarte, und dann das Fensterkonstruktion darauf direkt kleben. Ich finde, meine gewölbte Schüttelkarte ist gut gelungen. Ich bin begeistert und ich hoffe, dass es euch auch gelingt. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Bastelwal.